Nach der Nationalratswahl in Österreich mit dem klaren Wahlsieger FPÖ dürfte eine schwierige Regierungsbildung bevorstehen. Andere Parteien lehnen nämlich eine Zusammenarbeit mit der FPÖ, zumindest aber mit deren Vorsitzendem Kickl, ab. Bundespräsident Van der Bellen, der den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt, kündigt die Gespräche mit allen Parteien an. Die FPÖ kommt auf etwas mehr als 29% der Stimmen, die konservative Regierungspartei ÖVP auf 26%. Dahinter folgen mit gut 21% die SPÖ, die liberalen Neos mit 9% und die mitregierenden Grünen mit 8%. Und für die rechtspopulistische FPÖ ist es ein historischer Sieg. Aus etwas mehr als 16% 2019 wurden knapp 30% bei der Parlamentswahl in diesem Jahr. Profitiert hat die Partei auch im Nachbarland von den Sorgen und der Unzufriedenheit der Menschen, die mit der Regierungsarbeit der bisher regierenden ÖVP zusammen mit den Grünen immer weniger einverstanden war. Fest aber steht, dass eine Regierungsbildung im Nachbarland äußerst schwierig und langwierig werden könnte. Alle Parteien lehnen ja bisher eine Zusammenarbeit mit dem 55-jährigen Wahlsieger Herbert Kickl und der FPÖ ab. Es ist ein historischer Tag für Österreich. Mit Herbert Kickl an der Spitze gewinnt die rechte FPÖ die Parlamentswahl. Wir haben österreichische Geschichte geschrieben, weil es das erste Mal der Fall ist, dass die Freiheitliche Partei bei einer Nationalratswahl die Nummer 1 ist. Und trotzdem könnte der Wahlverlierer zum Wahlgewinner werden. Der amtierende österreichische Kanzler Karl Nehammer ist mit seiner konservativen ÖVP zwar von Kickl und der FPÖ geschlagen worden, könnte sein Amt aber dennoch behalten. Denn eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickl hatten alle Parteien vor der Wahl ausgeschlossen. Vor der Wahl gilt, muss auch aus meiner Sicht nach der Wahl gelten. Ich habe nie die FPÖ ausgeschlossen als Partei, das halte ich als Demokrat für nicht richtig. Aber ich habe immer gesagt, mit Herbert Kickl, der an Verschwörungstheorien glaubt, die WHO als nächste Weltregierung bezichtigt und das Treffen in Davos als Vorbereitungstreffen für die Weltherrschaft, kann man so vernünftig und verantwortungsvoll keinen Staat machen. Und dazu stehe ich weiterhin. Und so könnte am Ende Alexander Van der Bellen zur entscheidenden Figur werden. In Österreich kann der Bundespräsident nämlich entscheiden, wer einen Auftrag zur Regierungsbildung bekommt und wer nicht. Der grüne Van der Bellen dürfte sich trotz Wahlsieg schwer tun, Herbert Kickl und der FPÖ diesen Auftrag zu geben. Dass die rechte FPÖ nach ihrem ersten Wahlsieg auch zum ersten Mal den Kanzler stellt, unsicher. Sicher ist, dass mit Österreich das nächste europäische Land rechts gewählt hat.